Willkommen an der Porsche Arena in Stuttgart. Ich bin Bruno von der Firma Mastermind GmbH und ich nehme euch jetzt mit auf die XR Expo in Stuttgart. Viele interessante Themen rund um XR, VR, AR, neue digitale Technologien. Lasst uns da mal reingehen und gucken, was da geboten wird. Auf geht's! Ich habe hier gerade einen Stand gefunden von Spot AR. Wenn ich das richtig sehe, machen die für touristisch, historisch interessante Punkte AR-Anwendungen. Ich habe jetzt hier jemanden stehen, den frage ich gleich mal. Ja, hi, Victor, ich bin Bruno von Mastermind. Vielleicht kannst du mir in 2, 3 kurzen Sätzen erklären, was ihr hier genau macht. Ja, sehr gerne. Wir machen digitale Stadtführung mit Augmented Reality, um Städten, Destinationen und auch Museen helfen, Stadtgeschichte erlebbar zu machen. Mittlerweile haben wir eine komplett webbasierte Lösung mit einem Content-Management-System, wo die Städte einfach selber Touren erstellen können, eigene POIs pflegen. Und natürlich unterstützen wir jetzt noch, wenn es darum geht, historische Inhalte zu erstellen. Dafür brauchen wir einen 3D-Artist, der sich dann mit den Historikern auseinandersetzt. Aber wenn es Städte gibt, die sowas auch selber können, können sie unsere Plattform dafür nutzen. Ach cool, okay. Also das heißt, ihr seid eigentlich eine Plattform, wo ich quasi diese interaktiven Erlebnisse sogar bauen oder für mich erstellen kann als Stadt oder als Institution oder je nachdem, wer das überhaupt möchte. Ja, ganz genau. Und dafür haben wir jetzt sogar gerade noch ein neues Fördermittel oder ein Förderprojekt, nennt sich Kulturexpand, zusammen mit der Fernuni Hagen. Da werden wir die nächsten 3 Jahre noch dran forschen, haben wir 1,9 Millionen Euro bekommen, um die Plattform noch offener, noch zugänglicher zu machen, auch mit Hilfe von KI Inhalte generieren zu können. Weil das ist aktuell noch das Problem, eben diese historischen Inhalte zu erstellen, und das wollen wir demokratisieren. Ich habe das schon oft gedacht, wäre jetzt cool, wenn ich hier stehen könnte und einfach da hoch scannen und sehe, wie das Gebäude früher aussah. Guck ich mal, ob ich bei uns in der Stadt ein paar Gelder zusammenkratze, dann komme ich auf dich zu. Lass uns mal zusammen machen. Ja, alles klar. Hey, finde ich gut. Victor, vielen Dank für die Zeit. Hi, ich bin Bruno von Mastermind. Wir machen einen kleinen YouTube-Kanal hier über die Messe. Und du kannst mir jetzt vielleicht einfach mal erklären, was ihr hier vorstellt. Wir sind von Solid White, eine Digitalagentur. Wir kreieren 3D-Welten, virtuelle Showrooms. V-Show ist ein Framework, eine Infrastruktur, mit dem wir ziemlich einfach mehrere Showrooms in einer App kreieren können. Wer sind die Zielkunden? Ja, also wir erstellen hauptsächlich Anwendungen im Bereich Marketing, Sales oder Training. Hier haben wir eine Lösung für Architekten, wo sie selber die Industriekomplexe gestalten können. Nicht nur das, wir können auch weitere Features wie VR integrieren, noch zusätzlich in der Zukunft. Und so ist es wie so ein Ökosystem, was immer weiter wächst mit der Company, mit ihren neuen Produkten, mit ihren neuen Wünschen. Okay, ja, jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank. Ich hoffe, dass die Informationen helfen euch auch ein bisschen weiter. Alles klar. Ciao. Ich habe da noch eine auch sehr interessante Firma gefunden. Die finden wir gleich hier. Festo heißt die. Da haben wir schon den Herrn in der Virtuality-Brille, der mich natürlich sieht. Hier haben wir unsere Spezialisten von Festo. Hi, ich bin Bruno von Mastermind. Hi, Andreas. Hi, Florian. Wir haben vorhin schon mal gesprochen. Wir haben FluidSim 3D mitgebracht. FluidSim ist eine Simulationsumgebung für Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Man kann sich auch in diese Umgebung hineinbewegen. Und das dann die Brücke schlagen zwischen den Pneumatikkomponenten und der realen Anwendung. Ich probiere das jetzt mal aus. Wir haben hier, ganz kurz, darf ich das mal haben, eine Quest 3. Die hat natürlich einen sehr schönen Pass-Through, auch in Farbe. Deswegen ist klar, dass sie dieses Modell benutzen. Ich würde das jetzt gleich mal aufsetzen, probieren wir das aus. Könnt ihr mal sehen, was die hier auf die Beine gestellt haben. Alles klar. Rechts siehst du so ein Förderband, wo verschiedene Ampullen fahren. Siehst du so ein Portal. Ja. Durch das Portal kannst du mal durchgehen, wenn du möchtest. Da bist du gerade durchgegangen. Jetzt stehe ich in der Fabrik. Wir fahren gerade die Produkte, nur mal für meine Zuschauer, hier fahren die Produkte gerade von der digitalen Fabrik durch ein Tor in die quasi in die Realität, in die Messehalle hier in Stuttgart. Das ist richtig cool. Ich kann hier also auch durchlaufen. Und wie ihr seht, stehe ich mit dieser Festo-Anlage direkt auf der Messe. Handtracking schon integriert, sehr interessant. So, und Florian, vielen Dank. Auch wir machen ähnliche solche Sachen. Kann ich dir nachher mal zeigen. Ja, super. Und dann reden wir noch mal auf Kamera drüber mit Festo.
Ich habe jetzt hier auf der Fachmesse jemanden getroffen aus meinem digitalen Netzwerk, den ich jetzt zum ersten Mal in Real Life sehe. Und das ist der Michael Stock von ThinkStart VR. ThinkStart VR und Michael Stock machen eine richtig coole Sache. Die zertifizieren zusammen mit dem TÜV Rheinland, genau, danke. Mit dem TÜV Rheinland den Metaverse-Trainer. Das ist dann quasi eine TÜV-Zertifizierung für diesen Ausbildungsberuf, wenn ich das richtig verstehe. Oder für diese Berufsbezeichnung letztendlich. Das heißt, Unternehmen können interessierte Mitarbeiter dorthin schicken und dann als Metaverse-Trainer zertifizieren lassen, richtig? Perfekt. Also hallo erstmal, und bei uns ist es so, wir sind ja hier auf der Fachmesse und hier findest du ein Publikum, welches an diesen Fachthemen interessiert ist, die es aber bisher noch nicht geschafft haben, diese Dinge Unternehmen zu erklären, damit sie auch am Ende anwenden können. Und genau das ist das, was unsere Weiterbildung bietet. Also wir bieten den Unternehmen, den Teilnehmenden die Möglichkeit, die Lösung kennenzulernen und dafür zu sorgen, dass sie im Nachgang auch sinnvoll im Unternehmen eingesetzt werden können. Und das ist so der Kern der Weiterbildung, eine komplette Remote-Weiterbildung, die alle dazu einlädt, einen Überblick über Einsatzmöglichkeiten in und mit Personalentwicklung auch zu erhalten. Michael, vielen Dank dir. Ich hoffe, euch interessiert das Thema TÜV-Zertifizierung. Ich denke, gerade für die Leute aus den Firmen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, ist es einfach ein guter Ansatz. Jeder, der diese Qualifizierung durchläuft, der bekommt eben am Ende eine Prüfung, eine sehr intensive Prüfung, durch die man auch durchfallen kann. Und wenn es gelingt, dann ist man eben zertifizierter Metaverse-Trainer und hat definitiv auch eine Expertise, die auch bei der Jobsuche behilflich sein kann. Das ist sehr cool. Also wenn ihr in Unternehmen seid und Ambitionen habt, eure digitalen Interessen irgendwie an die Ebene weiter oben zu tragen und die hören euch aktuell nicht zu, holt euch eine Zertifizierung, macht den Lehrgang bei Michael und dann wird man euch ernst nehmen. So kann man es ungefähr zusammenfassen vielleicht. Perfekt. Kurz beschrieben, ich danke dir. Alles klar, Michael, ciao, hau rein. Ciao. Ich wurde jetzt hier gerade beim Durchlaufen angehauen, der Mann will freiwillig pitchen, das ist der Andreas. Ich bin Bruno von Mastermind, Andreas von Inside 360, wie ich sehe. Was stellt denn hier so vor? Im Wesentlichen geht es darum, dass wir Menschen, Ärzte oder auch anderes medizinisches Personal befähigen, besser zu werden in dem, was sie tun. Das kann sowas sein wie ein Training für eine OP-Prozedur, die über mehrere Stunden geht, wo die Gerätschaften sonst wo rumliegen, auch extrem teuer sind. Das ist ein Anwendungsfall von uns. Da haben wir in VR eine Welt erstellt, wo die Ärzte und auch andere Personen in der Lage sind, zu trainieren, im sicheren Raum natürlich, weil kein Patient zu Schaden kommt, und sich mit Gerätschaften und Prozeduren vertraut zu machen, um dann im richtigen Leben, im richtigen Moment auch richtig zu handeln. Hast du irgendwas Visuelles, was du gerade zu dieser App zeigen kannst, dass wir uns das ein bisschen besser vorstellen können? Ja, gerade zu der hätte ich sogar ein Video abrufbereit. Und das zeigt so im Wesentlichen, was der Anwendungsfall ist. Das heißt, wir haben hier eine virtuelle Umgebung. So, hier geht's los. Es sind mehrere Personen in der Umgebung. Die können überall sein, in Boston, New York, Chicago, vollkommen wurscht. Die treffen sich virtuell im gleichen Ort und haben jetzt hier in dem Fall das sogenannte Endsight-Device von der Firma Artivion, das eingesetzt wird, wenn es darum geht, einen Stent in der Aorta zu implementieren, also zu implantieren, besser gesagt. So sieht das Gerät aus. Zum Zeitpunkt, als es rausgekommen ist, gab es keinerlei Training dafür. Es gab keinen High-Fidelity-Simulator, gar nichts. Sie haben sich überlegt, wie bringe ich das in der Ärzteschaft eigentlich nahe, und kam dann so auf VR. Das Ding wird eingesetzt weltweit, von USA bis Südostasien. Wird überwiegend dafür angedacht, eben die Ärzteschaft zu trainieren, aber tatsächlich werden auch die Vertriebsmitarbeiter und andere damit trainiert, die dann wiederum den Ärzten erklären, wie es funktionieren soll. Eine der Hauptherausforderungen der ganzen Sache war eben auch dieses Gerät selber. Ich glaube, das kostet 30.000 € oder so etwas. Wenn man es einmal im Training einsetzt, ist es futsch. Das heißt, wir haben jetzt schon wahrscheinlich einen ROI, der jenseits von Gut und Böse ist. Sie haben so viel gewonnen dadurch und können oben rein auch noch Reisekosten sparen und befähigen ihre Ärzteschaft dann überall, wann immer auch sie mögen, zu trainieren. Sehr interessant finde ich. Ich sage dir auch gleich, warum ich das sehr interessant finde. Ich habe selber eine Virtuality-Produktionsfirma und habe für die Firma Karl Storz im Prinzip genau das Gleiche gemacht. Auch eine Multiplayer-Virtuality-Applikation, in der wir quasi OP-Abläufe trainieren können und vor allen Dingen ein bestimmtes Produkt vorstellen. Das
ähnlicher Fall. Interessant fand ich, was du jetzt gesagt hast, dass die quasi diesen Return of Invest schon darstellen können. Das ist ja auch nicht immer einfach. Das hat mich jetzt total interessiert, weil du sagst, 30.000 € kostet das Produkt und sie können es nur einmal nutzen und das also das heißt für jedes Training früher mussten sie 30.000 € pro Training ausgeben, richtig? Das Training können sie schon mehrfach nutzen, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr einsatzfähig für den Patienten. Ja, und das nächste sind die Reisekosten. Also man muss sich das einfach vorstellen, wenn Businessleute rumreisen, also unter 10.000 € für so eine Businessreise braucht man gar nicht rechnen. Und wenn man sich einfach schon 5 oder 10 so Businessreisen im Jahr spart, sagen wir mal 10, sind das 100.000 € gespart und da kann man dann langsam mal anfangen mit der Entwicklung einer VR-App. Für das Budget. Das wirklich Spannende kommt ja erst noch. Also jetzt haben wir das Training so abgewickelt, wie es halt passieren soll. Aber wenn wir einen Schritt weiter denken, was passiert denn, wenn was passiert? Also das ganze Complication Management. Jetzt hat der Patient auf einmal ein Herzkasper, Herzflimmern. Im echten Leben will man das nicht haben. Da willst du auch nicht trainieren, sagst du ja gar nicht mal. Ne? In VR kann ich das wunderbar trainieren. Unter Stresssituationen. Was machst du jetzt, lieber Arzt? Du hast 3 Optionen. Los, entscheid dich. Dann macht er irgendwas. Vielleicht nicht die richtige Entscheidung, weil das merkt ihr dann halt an einem harmlosen Avatar und merkt, okay, gut, ich spule mal zurück und fange nochmal neu an. Und wenn es dann im echten Leben passiert, ist er besser vorbereitet und er kann das mit einem ruhigen Gewissen seine Prozedur durchführen und weiß genau, was er tun muss. Super spannend. Ich würde sagen, Andreas, an dieser Stelle vielen Dank. Danke dir. Ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wir tauschen noch ein bisschen Kontaktdaten aus und dann schauen wir uns mal weiter um. So, hier hat uns jetzt jemand angesprochen und wir kriegen jetzt hier was gezeigt. Ich habe keine Ahnung was. Wir sind gespannt. Oh, aha. Ich kann einen Roboter steuern. Eine Flex anmachen. Okay. Ja, okay. Also er hat einen Roboterarm in der Hand mit einem Joystick dran und er hat auf der anderen Seite der Scheibe einen Roboterarm mit einer Schleifscheibe dran. Und wenn ich es richtig verstehe, wird sich das wahrscheinlich so anfühlen, als hätte ich die Flex selber in der Hand. Yeah, you can move the robot. Oh, okay. You will see it's very easy. Ja, das funktioniert gut. Ich kann auf jeden Fall, ich fühle Gegendruck. Also ich fühle schon, als würde der Roboter einiges wiegen, okay. Ich spüre sogar, wenn die Scheibe aufsitzt, das haptische Feedback ist jetzt nicht so stark, wie ich erwartet habe, aber der Arm gibt mir quasi Druck gegen meine Hand und dadurch habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich den Roboter selber führe. So, ich habe jetzt hier Jerome, den Gründer des Unternehmens, dabei. Wir haben ja gerade eben schon unsere interessante Vorführung in dem Raum gesehen mit der Schleifscheibe. Ich habe jetzt hier gesehen, ihr habt das Ganze auch für den Medizinbereich gemacht. Also Haptik ist ein großes Thema innerhalb von VR, weil es im Prinzip erstmal quasi nicht existent ist. Vielleicht kannst du in ein paar kurzen Sätzen beschreiben, was ihr genau vorhabt. Wir haben jetzt hier 2 Ansätze, die wirklich nah am Markt sind. Erstmal dieses Flexen über einen Roboter in Telepräsenz. Das Ziel hier ist, die Arbeitsbedingungen zu verbessern in der Metallbranche. Und dann auf der anderen Seite haben wir diese VR-Simulation, um Chirurgen zu trainieren für Hüftimplantate. Die TU Chemnitz hat größtenteils die Software entwickelt und die sind hier auf dem Stand, um das vorzuzeigen. Das ist der Kollege Nick von der TU Chemnitz mit der VR-Brille auf. Hi Nick, ja. Ich bin Bruno. Ihr habt die Software für den Arm entwickelt. Was waren da die größten Herausforderungen? Also quasi die Integration der ganzen Komponenten. Einerseits gibt es ja die Materialmodelle für das verschiedene Gewebe, was jetzt um den Knochen ringsherum auch existiert. Und dann das halt eben zu übersetzen in Signale für die Ansteuerung des Roboters, damit er dann die entsprechende Kraft aufbringt, die nötig ist. Ich würde das jetzt mal ausprobieren. So, ich stehe jetzt hier im virtuellen Operationssaal. Die Bahre mit dem Patienten ist ganz weit hochgefahren. Ich habe die Pistole vor mir. Ja. Also, jetzt führe ich das Ding. Die Visualisierung zeigt quasi, ob es richtig ist, wie man es ansetzt. Ja, ich bin grün. Genau. So, das ist eine Knochensäge. Jetzt kapiere ich. Okay, jetzt drücke ich. Genau, jetzt müsste man gegen den Knochen halten. Ja. Jetzt wo es grün ist, kann ich quasi sägen, ja? Genau. Also was das hier wirklich ist, ich weiß nicht, ob du das auf dem Bildschirm siehst. Ich kann hier mit dem Tool gegen diesen Knochen drücken. Ich gehe mal ganz nah ran. So. Und sobald ich
den Knochen berühre mit dieser Spitze von der Säge, hält der Arm dagegen. Ich rutsche sogar über den Knochen ab. Das ist ganz krass. Ich kann hier gar nicht rein, sondern ich kann nur außen und oben rum rutschen quasi. Dazwischen ist ein Widerstand und der Arm lässt mich das Gerät quasi nicht durch den Knochen führen. Wow. Dann kann ich die Brille nehmen. Also es ist echt ein interessantes Ding, weil ich wirklich das Gefühl habe, gegen den Knochen gegenzustoßen, daneben abzurutschen. Vielen Dank für den Einblick. Sehr spannendes Thema, finde ich wirklich ein sehr spannendes Thema. Das war's für mich. So, wir sind jetzt hier am Stand von Fraunhofer. Die haben hier ganz groß das Industrial Metaverse angekündigt und das gucken wir uns jetzt mal an, was Fraunhofer darunter versteht. So, Benjamin, erzähl mal, Fraunhofer, Industrial Metaverse, was versteht ihr darunter? Wir verstehen darunter unter dem Industrial Metaverse praktisch die Verbindung zwischen dem physischen Objekt und seiner virtuellen Repräsentation. Also praktisch ein digitaler Zwilling, aber eben ergänzt um den visuellen Zugang. Wir unterscheiden Metaverse und Industrial Metaverse. Das Metaverse an sich muss keinen Bezug zu dem physischen Objekt haben. Das Industrial Metaverse hat nach unserer Definition, nach unserem Verständnis immer einen Bezug zu dem physischen Objekt, das in der Realität entsteht oder entstehen soll. Kannst du das jetzt anhand dieses Aufbaus vielleicht nochmal genauer beschreiben oder vielleicht einfach visuell verständlicher? Also was wir hier zeigen können, ist praktisch so die Grundlagen, die Basis für einen digitalen Zwilling und das Industrial Metaverse. Das heißt, wir beschäftigen uns hier ganz viel mit dem Thema Datendurchgängigkeit, verschiedenen Modellen, die wir dann eben im nächsten Schritt nutzen können, um digitale Zwillinge zu generieren und aus diesen digitalen Zwillingen dann eben auch visuelle Repräsentationen von Objekten, die man dann eben wunderbar im Metaverse auch nutzen kann, anschauen kann, daran interagieren kann und das eben auch für eine optimierte Produktentwicklung dann nutzen. Industrial Metaverse würde aber dann bedeuten, dass jede Corporate, jedes Unternehmen, jeder Konzern erstmal innerhalb seiner Peripherie sein eigenes Industrial Metaverse hat, richtig? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, da gibt es keine eindeutige Antwort drauf. Wird es dieses eine große Metaverse geben, in dem alles stattfindet, oder wird es viele verschiedene kleine Metaversen geben? Meiner Meinung nach wird es Aspekte geben, die nicht an ein spezielles Metaversum gebunden sind, die sozusagen übergreifend funktionieren. Und es wird so, je detaillierter man praktisch Dinge betrachten möchte, umso spezialisierter wird die Umgebung sein müssen und dann wird es eher in ein separates Metaverse reingehen. Man muss schauen, was ist denn der Punkt, an dem für mich in meinem Unternehmen tatsächlich ein Mehrwert entsteht durch das Metaverse. Und das sollte der Ausgangspunkt sein. Und das ist im Prinzip genau der Punkt, wo wir auch dann versuchen, Unternehmen zu unterstützen. Von unserem Institut aus, vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Sehr gut, jetzt wissen wir auch, welches Fraunhofer Institut. Ja, super. Benjamin, vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. AI meets VR-Training. Wir sind jetzt am Stand von Mindport und dieser Satz, der hat mich einfach angehalten lassen, weil ich jetzt wissen wollte, hey, wenn das da steht, dann können die mir sagen, was es zu bedeuten hat. Wie meetet AI Virtuality? Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man in Virtuality, vor allem in Trainings, AI nutzen kann, um die Interaktion und die Kooperation zwischen mehreren Usern besser zu machen. Stellen wir uns vor, wir haben jemanden, der nur Französisch oder Italienisch spricht und jemanden, der nur Deutsch redet. Wie sollen die miteinander kommunizieren? Da haben wir eine Möglichkeit der Live-Translation gebaut, die es ermöglicht, in Französisch zu reden. Und es wird automatisch übersetzt und die andere Person hört es dann in seiner Sprache. Oder wir brauchen jemanden, man trainiert alleine und braucht aber Kontext. Was muss ich jetzt als nächstes tun? Dann frage ich meinen AI-Assistenten, der per Funk zu mir zugeschaltet ist, was muss ich als nächstes tun? Und ich bekomme als Antwort oder als Interaktion gehighlightet, bitte drücke diesen Knopf oder greife den Gegenstand. Vielen Dank, Markus, für den Insight. Interessante Thema. Es gibt nämlich jetzt hier einen virtuellen Persönlichkeitstester. Das ist das erste gamifizierte Persönlichkeitsanalyseverfahren, welches an den psychologischen Grundbedürfnissen ansetzt in Verbindung mit Limitierungen und Auswirkungen auf die Kompetenzen hat. Wir setzen es in Unternehmen ein, also Führungskräfteanalysen. Wir machen es auf spielerische Art, so sind die Menschen viel ehrlicher und spontaner. Dann kommt auch ein cooles Ergebnis raus. Reale Tagessituation, die spielst du und dann wird abgefragt, wie fühlst du dich jetzt gerade. Du bist in der Situation emotional drin und dann kannst du anklicken.
Und dann bekommst du die Auswertung mit einem akkreditierten Vygotsky-Analysten. Und du bekommst von deinen psychologischen Grundbedürfnissen bis hin zu deinen Kompetenzen und natürlich auch Handlungsempfehlungen final. Das sind 60 Seiten Auswertung. Was ganz wichtig ist, auf spielerische Art und Weise macht es natürlich mehr Spaß. Das ist ja ein gutes Beispiel für Gamification. Wir haben quasi an einem normalerweise recht staubigen und schnöden Persönlichkeitstest, wenn ich das mal so sagen darf, haben wir jetzt Spaß, weil wir werden einfach immersiv in Situationen hineinversetzen, können dann anschließend anhand dessen entscheiden. Super! So, das war's jetzt für mich auf der XR Expo in Stuttgart 2025. Richtig interessante Veranstaltung. Ich hoffe, ihr konntet euch was von meinen Interviews auch mitnehmen für euch, wissenstechnisch, und freut euch auch, wie ich, auf das nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.